Moin Moin und willkommen bei Money Value Facts. Heute mit einer Analyse zweier Aktien, die ich seit 2020 im Depot habe, Nestlé und Unilever. Hier möchte ich mich auf das Thema Schulden und Dividende fokussieren und die Frage, sind das Aktien, die man guten Gewissens nicht nur, aber auch wegen der Dividende 10, 20, 30 Jahre halten kann. Hier einmal pausieren und lesen und weiter geht's. Starten wir mit einer schnellen Übersicht. Nestlé ist natürlich ein Schwergewicht und hat fast die doppelte Market Cap wie Unilever. Dividendenrenditen sind bei beiden derzeit sehr attraktiv. Kursperformance der letzten 5 Jahre spricht klar für Unilever. Beide in meinem privaten Depot sind ähnlich groß. Fokus ist hier die schwache Dividendensteigerung von 2 bzw. 1% pro Jahr. Das ist bei solchen Dickschiffen im Konsumbereich normal. Trotzdem liegen diese im Bereich der Inflation oder sogar drunter. Die Payout-Ratio mit 80% bei beiden ist indikativ, dass es vielleicht in der Zukunft auch schwächere Dividendensteigerungen geben kann, weil man anteilig dann höhere Payout-Ratios zahlen muss. So, als erstes, die Dividende muss verdient sein und deswegen schauen wir, wie das operative Geschäft läuft. Bei Nestlé haben wir kein organisches Wachstum. Das Wachstum der letzten Jahre war preisgetrieben, Preiserhöhung, vor allem während Corona. Aber echtes Wachstum haben wir hier halt nicht. Cashflows sind aber solide bei ca. 1% pro Jahr in den letzten 5 Jahren. Bei Unilever sieht es anders aus. Hier haben wir Steigerungen im Umsatz, Bruttogewinn, EBIT und Nettogewinn zwischen 1 und 5% pro Jahr. Aber die Cashflows sind unter Druck. Hier gibt es auch eine Erklärung, und zwar pflegt Unilever höhere Lagerbestände. Und zwar ist es halt deren Maßnahme wegen der unsicheren Zollpolitik oder Thematik und auch Kosten für den Spin-off von Magnum kommen jetzt zum Tragen. Das heißt, das hier sollte temporär sein. Der Blick auf die Margen zeigt, dass beide mehr oder weniger gleich auf liegen. Bei Nestlé haben wir aber über 5 Jahre stabile Margen im Cashflow. Bei Unilever muss sich das erstmal wieder erholen. Ein Blick auf die Renditen, einmal Return on Equity, also die Rendite auf das Eigenkapital, dann Return on Assets, also die Rendite auf die Vermögenswerte und ROCE, R-O-C-E, die Rendite auf das gesamte eingesetzte Kapital, also Eigenkapital und auch Schulden. Bei beiden sind die Renditen ähnlich. Man muss beim Return on Assets beachten, dass Corona, also 2021 war im Prinzip Peak, da hatte man 12%. Jetzt sind wir bei 8%, was halt wieder der normale Bereich ist. Das heißt hier beide Unternehmen renditemäßig gleich auf. Nun der zweite Punkt, die Frage, ob Schulden besser bedient werden sollten als ein Fokus auf Dividendenzahlung an Aktionäre. Ja, auf den ersten Blick wird klar, Nestlé ist viel höher verschuldet als Unilever. Aber auch generell das Thema Verschuldung ist im Konsumbereich bei solchen alten Unternehmen keine Überraschung. Zinszahlung gemessen am EBIT, aber auch am 5-Jahres Free Cashflow sind kein Problem bei beiden Unternehmen. Hier aber folgende Schmerzpunkte. Debt to Assets, also die Langfristschulden im Vergleich zu den Vermögenswerten von 50% heißt bei Nestlé, dass die Hälfte aller Vermögenswerte fremdfinanziert sind. Das heißt, man hat hier pari zwischen Aktionären, Anteilseignern und den Gläubigern. Und bei beiden Unternehmen ein 7- bzw. 6-faches des Free Cashflows, was Schulden anbelangt, ist schon hoch. Das heißt, nehmen wir die Schulden, die Fremdkapitalquote und auch das Verhältnis Debt to Free Cashflow,
Ähm, Ist es besonders für Nestlé, hat man hier weniger Spielraum für potenzielle Zukäufe, die ja, durch Schulden finanziert werden könnten. Genau, Schulden sind das eine. Wichtiger oder halt genauso wichtig die Frage, die Verteilung der Fälligkeiten. Und zwar nicht nur über die nächsten Jahre, sondern auch über die nächsten Jahrzehnte. Und vergleichen wir die Schulden je Jahr mit dem ja, 3 Jahres Free Cashflow. Und im Prinzip passt das alles und man könnte hier das Video auch beenden, wären wir nicht Dividendeninvestoren. Und zwar schauen wir uns nämlich den Free Cashflow minus der Dividende, die wir ja mindestens erwarten. So sieht das Bild nicht mehr so rosig aus. Nestlé wird jedes Jahr neue Schulden aufnehmen müssen. Das heißt, sie rollieren im Prinzip dann die Schulden und das ist auch deren Policy. Unilever hat dagegen etwas mehr Spielraum. Das heißt, auch irgendwie Jahre mit etwas schlechterem Free Cashflow sind noch okay. Ähm, aber ja, das ist halt ein klares Votum gegen Nestlé, wenn wir ein Problem damit haben, dass einfach jedes Jahr neue Schulden aufgenommen werden müssen. Nestlé hat aber einen Joker. Und zwar Nestlé besitzt 20% Anteile an L'Oreal, was etwa 40 Milliarden Euro entspricht. Das heißt, hier hätte man einen Puffer. Ne? Ich glaube, strategisch will man, glaube ich, den Anteil einfach dann lassen, aber wenn man in eine Position läuft, wo höhere Schulden abbezahlt werden müssten, könnte man zumindest Anteile verkaufen. Okay, ein Blick auf die Bewertung. Und zwar, ja, Nestlé ist unterm Strich, was das KGV, KCV und auch das KUV anbelangt, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Cashflow-Verhältnis und Kurs-Umsatz-Verhältnis, unterbewertet. Und zwar hätte man hier ein Upside von ja, circa 30%. Unilever ist gut gelaufen im letzten Jahr. Das heißt, hier haben wir eher Potenzial, das halt nach unten korrigiert werden könnte. Und zwar zwischen 10 und 20%. Ein Blick auf die Dividendenrendite aktuell und auch der 5-Jahres-Medianwert. So sind beide Unternehmen mit einem Upside versehen von 24 bis 36%. Kommen wir zum Ende meiner Analyse und meiner Vorstellung und auch zu meinem persönlichen Fazit. Ja, Nestlé haben wir ja, kein organisches Wachstum. Wir haben zwar stabile Cashflows, aber Schulden sind ein Problem, sind Teil der Strategie von Nestlé. Man hat hier den Joker L'Oreal und Nestlé ist unterbewertet. Bei Unilever haben wir ein moderates Wachstum. Im Auge behalten muss man den Cashflow. Schulden sind unter Kontrolle und wir haben gemessen am 5-Jahres-Zeitraum eine relative Überbewertung. Mein Horizont sind noch 20 bis 30 Jahre und ohne operatives Wachstum und idealerweise noch höhere Cashflows ist Nestlé derzeit nur ein Hold für mich. Eventuell bei bleibender Tendenz auch ein Sell, aber erstmal bespare ich Nestlé nicht mehr weiter. Weiter besparen werde ich Unilever und jetzt für dieses Jahr und auch nächstes Jahr werde ich die Cashflows im Auge behalten müssen und auch schauen, dass die sich wieder erholen. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr eine der beiden Unternehmen im Depot? Vielleicht sogar beide? Bin ich persönlich zu hart mit meinem Judgment bezüglich Nestlé? Was macht ihr? Würde mich interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn euch solche Analysen interessieren, abonniert gerne meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao, euer MVF Milton.